Die Technik ist schon sehr, sehr alt, circa 5000 Jahre alt. Und wir haben sie einfach versucht, jetzt ein bisschen in die heutige Zeit reinzubringen. Es geht aber darum, dass man feststellt, ich muss eigentlich nichts tun. Und das Schwierige an dem Nichtstun oder Nichttun ist es zu lernen. Weil wir natürlich immer wieder in Reaktionen kommen und auch von außen in Reaktionen gedrängt werden, dass wir reagieren. Reagieren ist immer die Position der Passivität. Das heißt, irgendjemand hat in dem Moment, wo ihr reagiert, euch schon die Energie genommen. Und in dem Moment, wo ich mit Energie arbeite, also wo ich mit meiner Energie arbeite, entsteht Wärme. Wärme ist nichts anderes, als dass unsere Mitochondrien hochfahren und Wärme produzieren. Wie das Ganze funktioniert, werdet ihr heute im Laufe des Tages feststellen. Was wir jetzt lernen müssen, ist mit der Energie zu spielen. Was ist Stress? Stress ist ein Zustand, wo wir in bestimmten Situationen gedrängt werden, Energie zu verlieren. Und jetzt ist die Frage, warum sorgt jemand dafür, dass ich unter Stress komme? Ganz einfach, für euch zum Üben und zum Lernen. Derjenige, der weniger Energie hat, der also ein niedrigeres Energielevel hat, sorgt dafür, dass ich unter Stress komme, um von mir Energie zu ziehen. Das heißt, ich kämpfe nicht mehr mit dem Leben, sondern ich spiele mit dem Leben. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Wenn ich nicht das Opfer spiele, kann mir auch niemand etwas antun. Weil, was hat er für einen Nutzen? Keinen. Und Menschen handeln immer dem Nutzen entsprechend. Das heißt, ich muss auch nicht mehr mit den Menschen kämpfen, sondern ich kann mit den Menschen agieren. Und das ist auf Augenhöhe. Also denkt an das Theaterstück. In dem Moment, wo das Opfer auf der Bühne steht und wo ihr das Opfer seid, muss der Täter in Erscheinung treten. Wer ist schuld? Gibt es eine Schuld? Nein, es ist einfach nur etwas, was dann vonstatten geht. Da kann man nichts machen. Wenn ich ein Mobbing-Opfer bin, habe ich alles richtig gemacht. Warum? Wenn ich das Mobbing-Opfer bin, habe ich mehr Energie als die anderen. In dem Moment, wo ich zur Tür reinkomme und ich werde gemobbt von 10 Leuten, was müsst ihr als allererstes machen? Nehmt die rechte Hand, macht mal alle die rechte Hand, legt sie euch auf die linke Schulter und sagt, gut gemacht. Warum? Warum? Ich habe mehr Energie als die anderen. Und sie bemühen sich, mich wirklich anzugehen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr kommt in eine Firma rein, ihr seid sofort im Krieg. Dann packt er die Hand aus und macht gut gemacht. Wie ist die Reaktion in der Regel? Und darauf wollen wir hinaus. Ihr müsst lernen, mit der Reaktion, die ihr dann hervorruft, umzugehen. In dem Moment, wo ich aus dieser Opferrolle rausgehe, gibt es keinen Grund mehr, mich anzugreifen. Und das ist das, was wir jetzt lernen wollen. In dem Moment, wo meine Energie nicht sauber nach außen weggestrahlt wird, habe ich nicht nur Menschen, die mich angreifen, sondern das ist dann alles, was auf dieser Erde ist, kriegt den Hinweis, den dürfen wir angreifen. Wir sind permanent, alle, die hier in diesen Reihen sitzt, ihr seid permanent im Energieaustausch. Ihr könnt nicht anderes, als mit denen, die hier im Raum sind, die Energie auszutauschen. Und das ist natürlich so, es gibt einen, das ist jetzt jemand, der mehr Energie zieht, es ist jemand, der mehr Energie gibt, aber es wird immer ein Energiefluss stattfinden und das werdet ihr dann auch spüren können heute, wie sich das anfühlt, wie sich die Energie des anderen anfühlt. Man kann das wunderbar testen. Wir hatten schon mal was von Neodynmagneten gehört. Neodynmagneten sind mit die stärksten Magneten, die es gibt. Und jetzt gibt es natürlich neben der Anziehungskraft auch eine Kraft, die die Magneten abstößt. Die Abstoßungskraft der Magneten ist ja ein Angriff, stimmt's?
Und wenn ich diesen Angriff, diese Energie umleiten kann, wäre es dann möglich, die Magnete aufeinander zu setzen? Setz sie mal aufeinander. Geht nicht, richtig? Warum geht es nicht? Wir sind nicht in der Lage, das mit unserem Körper zu machen. Indem du dich jetzt hier auf diesen Leerraum dazwischen fokussierst und einfach nur spürst, wie sich das Ganze anfühlt, und dann löst sich das auf und ich kann sie aufeinander setzen. Gesehen? Sehen? Schau mal, wenn du dich jetzt noch ein bisschen ins G4 und du musst gar nichts machen, ne? Du schaust nur vorne leer. Merkst du was? Okay? Wir haben hier drüben genug Magnete. Der Niklas teilt die jetzt gerade ein bisschen aus. Und das ist das, wo der Schlüssel verborgen ist in uns selbst. Je weniger ich will, das heißt, je stiller ich werde, desto mehr Macht habe ich. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das hin, dass uns unendlich viel Energie zur Verfügung steht? Die Asanas, die eigentlich völlig unkompliziert sind, aber eine sehr durchschlagende Wirkung haben. Da Vinci wusste auch von dieser Technik und Da Vinci hat ja im Menschen alle Asanas eigentlich beschrieben oder alle Techniken, die eine bestimmte Energie, die euch in einen Zustand bringen, wo ihr permanent Energie bekommt und wo ihr dadurch nicht angreifbar seid. Es geht immer darum, dass zwei als gleichwertige Gewinner den Raum verlassen. Das ist das, wenn ich sage, einer kommt in den Raum rein und ich sage, mit dem Typen kann ich nicht. In dem Moment aber, wo ich im G4 bin, ist da kein Platz mehr dafür. Das heißt, da kann ich mit dem anderen auf Augenhöhe und auf gleicher Höhe verhandeln. Und so kommt eigentlich was Friedliches in die Welt, stimmt's? Was ich mit dem Robert euch gerne zeigen möchte, ist, dass man alleine am Körper unterschiedliche Geräusche der Energie feststellen kann. Okay? Robert, deine Aufgabe ist, dass du mir hier so draufhaust. Okay? Ja, draufhauen. Also draufhauen. Okay, nicht aufs Schlüsselbein, da tust du dir weh. Sondern hier drauf, okay? Okay, einfach, halt, stopp, ihr müsst es hören. Okay? Nochmal. Okay, jetzt hat er endlich den Punkt erwischt, wo es mir auch wehgetan hat. Und jetzt habe ich eine Reaktion drauf. Weil jetzt weiß ich, das nächste Mal wird wehtun. Okay, hau nochmal drauf. Habt ihr das andere Geräusch gehört? Okay, weil jetzt habe ich angespannt reagiert und das hat dir wahrscheinlich mehr Spaß gemacht gerade eben, stimmt's? Und jetzt darfst du nochmal draufhauen. Mach's nochmal, hör nochmal. Wie war das jetzt? Ja, mehr dumpf. Mehr dumpf. Und hat es dir Spaß gemacht oder nicht, der dritte? Der fällt einem natürlich leichter. Der fällt einem leichter, aber es ist einfacher, wenn du da drauf hast. Hau nochmal drauf, dass du sagst, wie fühlt es sich an? Nochmal. Nochmal. Bam. Mama. Okay. Weil in dem Moment, für mich ist es sehr cool, weil ich ihn nicht spüre. Weil ich sage, der Robert darf machen, was er möchte. Habt ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt. Die 3 Töne ist der gleiche Körper. Ihr habt 3 unterschiedliche Töne gehört. Beim dritten Mal war es mir wurscht. Wenn jemand auf die Idee kommen sollte, mich angreifen zu wollen, stehe ich als Opfer nicht zur Verfügung.
Danke für den Angriff. Wir beide verabreden uns jetzt draußen, wir prügeln uns, okay? Ich sag zu dir, geh du vor, fang an zu bluten, ich komme nach. Macht schon keinen Spaß mehr, ne? Ich wollte jetzt sagen, ich brauche jemanden, der gar nicht an die ganzen Sachen glaubt, der sagt, das ist alles Quatsch, was wir hier machen. Wir kämpfen uns nicht und du bist gezwungen worden, herzukommen, richtig? Sehr gut. Tom? Carmen, sehr gut. Also ich brauche jemanden, der den Schmerz spürt im Moment und der am besten seit 2 oder 3 Jahren Schmerzen hat. Tom? Steffi. Okay. Jetzt hast du natürlich einen blöden Job, gell? Weil du bist verantwortlich, dass sie ihre Schmerzen verliert. Okay, und jetzt hat sich noch was getan, stimmt's? Gerade eben. Jetzt fragst du noch mal diskret. Wie viel Prozent ist noch da? 70, aber ist besser wieder. Ist besser wieder geworden, 70%. Mal eine ganz doofe Frage, auch wenn du es jetzt nicht in 5 Minuten geschafft hast, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wegkriegst jetzt? Offensichtlich, wenn das so weitergeht. Warte, ich gebe dir ein Mikro, genau. Wenn es so weitergeht, hoch. Aha. Das ist blöde, weil ich weiß, wie es funktioniert und ich weiß, dass 100% funktionieren. Das heißt, wenn es so weitergeht, ist hoch. Du bist vorhin auf die Bühne gekommen und hast gedacht, scheiße, der Schmerz wird nicht besser, gell? Und jetzt hast du ca. 30% weg, was ja eigentlich natürlich jetzt nicht beeindruckend, Nein, weil wir wollten jetzt 100% haben. Shit. Nee, aber es ist doch immerhin 30% in wie schneller Zeit? 5 Minuten? 5 Minuten. Und hinten jemand, der überhaupt kein Interesse hat am G4. Stell dir mal vor, du hättest jemanden, der ganz tief ins G4 hinten reinkommen würde. Boah, das war jetzt so gemein, gell? Verstanden? Ja. Gut, dann wisst ihr ja, was ihr jetzt dann für Übungen macht. Danke. Wenn ich Hilfe bekommen möchte, muss ich das äußern. Kann mir bitte jemand helfen? Und ich komme im Moment nicht weiter. Ich will aber etwas lösen. Weil ich habe zum Teil auch Leute gehabt, die gesagt haben, ich will Hilfe, aber sie wollten nichts lösen. Wir Menschen sind auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut. Durch dieses Wissen, wie wir aufgebaut sind und durch die Techniken, die wir verwenden, ist die Reaktion bei jedem Menschen in der Regel gleich. Wer von euch hat denn ein schnuckliges Thema? Ja, wenn es ein Thema ist, was sich für uns rentiert. Hallo, wie heißt du? Beate. Tom. Du gehst ins G4, du hebst die Hand, gehst in dein Thema rein und du merkst, wenn sie im Thema ist, weil plötzlich kommt ganz schön viel hinten an. Jetzt. Ja? Und du bleibst einfach stehen, lässt sie nicht mehr los. Jetzt merkst du, wie es so langsam weniger wird. Okay. Du kriegst auch nicht mehr so viel, ne? Dann die Hand runter. Und dieser Moment, wo er im Thema oder sie im Thema ist für euch hinten ein ganz besonderer Moment. Da kommt ganz schön viel Power, richtig? Da spürt man so, wie wenn man in die Steckdose fassen würde. Du bist falsch. Du musst dich ändern. Was habe ich dann? Ich habe ein Machtthema. Ich habe ein Thema, dass ich sage, ich kann dich nicht so lassen, wie du bist. Du musst dich jetzt ändern. Und es gibt viele, die eben versuchen, gerade in der energetischen Szene, die zu sagen, ihr müsst euch alle ändern, ihr müsst alle anders sein. Nein, ihr habt alles, was ihr braucht, dabei.